Ich frage mich, wie es ist, ein Haus in Japan zu kaufen. Wenn ihr euch das auch fragt, dann let's go. Ein Haus in Japan besitzen. Wohl der Traum jedes Japan-Fans. Doch was ist, wenn ich euch sage, dass ein Ja, ich lebe da, da sind überall Japaner um mich herum. Hauskauf in Japan für Nicht-Japaner so realistisch wie noch nie ist? Denn tatsächlich gibt es in Japan gerade, vor allem durch den demografischen Wandel, Okay, 47.000, 32.000. Let's go! Nur noch ein bisschen, dann kann ich es mir leisten. 35k. Okay. Hä? Warum so günstig? ca. 10 Millionen leerstehende Häuser, die es relativ günstig zu kaufen gibt, in manchen Fällen sogar kostenlos. Wow, einer war 18.000, Chat. Einer war 18.000. Warte, ich versuch das mal zu erwischen. Achte mal drauf. Relativ günstig zu kaufen gibt in manchen 18.000, Bro! Ich zieh um. Zieh dahin. 1.000? Chat, das können wir uns easy leisten. Wenn jeder von euch. Okay, ich hab grad 50 Bier. Fuck, das ist immer noch voll viel. Okay, wenn jeder meiner Follower mir 1 Euro spendet, kauf ich mir dieses Haus. manchen Fällen sogar kostenlos. Um mehr über das Thema, wie es ist, als Ausländer ein Haus in Japan zu kaufen, herauszufinden, habe ich Wisst ihr, warum die Häuser kostenlos anbieten? Bei denen sind noch nicht die ganzen Bulgaren gekommen. Musst du mal Hochwelt, Duisburg Hochwelt, wo ich wohne. 100 Leute in einer Wohnung. mich mit jemandem getroffen, der genau das gemacht hat. Und dafür bin ich heute hier in Tokio und habe einen Gast dabei. Bei uns kriegt man keine Wohnung, Chat. Alle Wohnungen sind überfüllt. Wohnungsknappheit hier. Wo willst du wohnen heute? Hallo meine deutsche Freunde, ich bin Anton and today I'll show you my newly renovated Akya Boah, Brustmuskeln. in Nakano, close to Shinjuku, together with Mr. Nick. Wait, hat der Brustmuskeln oder Brüste? Ich bin verwirrt, aber mir gefällt beides. Wie lange lebst du schon in Japan und kannst du ein bisschen vom Haus erzählen, was für ein Haus es ist? Jawohl, mein Freund. I've been living in Japan for 5.5 years, but I've been coming and going since 2015, 2016. Fell in love with Japan and I bought my first house less than a year after living here. Yeah, I've been renovating and making old abandoned houses cool again. This house is 53 years old. This was empty. Also der hat sich sofort ein Haus gekauft, nachdem er kurz da gelebt hat. Können wir das auf Deutsch machen? Doof. Bleibt das jetzt auf Englisch? For about 3 years. I got the keys to it in February and I finished it about Also ich denke mal, die meisten von uns können Englisch. 2.5 weeks ago. Let's start with the tour. All right. Guys, ojamashite kudasai. Ja, das sieht jetzt schon schöner aus als mein Kinderzimmer. So you see this. Wow. Yes, arigato. Sehr schön. Aber wie kann das sein? Wie kann das sein? Die sollen mir das erklären. Wie kann eine kleine Wohnung in Tokio, wo 500, nee, mehr, so 1.000 Euro im Monat sein, wo man nur so ein Zimmer hat? Meanwhile gibt es Häuser kostenlos. Dankeschön, my friend. We removed a lot of walls everywhere and then instead of putting up new walls, we have these for earthquake safety. It's the same as in my previous house. What do we have here? German oak. Die haben die Wände eingerissen, damit es freier aussieht. Und statt neue Wände zu machen, haben die so Holzdinger gemacht. Vor Erdbebenschutz. Quasi mehr Stabilität. Ich übersetze das jetzt ein bisschen. Nicht jeder hat Bock auf Englisch zu achten, ne? Actually. German oak. Wow. Yeah, and some designer chairs bought used from Yahoo Auction. It's a full-size kitchen with a full-size dining table. Enger. Something that I've been lacking in Japan. Like people spend Yeah. a lot of time at home, but without a full-size kitchen and without like good lighting, I think it's a shame. So we even have a dishwasher. That's not really the most common thing in Japan. Oh yeah. We have the Deutsche Maschine Miele. Miele. I think that's the highest end of like dishwashers. Yeah, for sure. Erenastu dish. このところですね。This place right here. This was filled with grease and that old Sieht aus wie bei meiner Küche damals. disgusting fan. And now we have tiles. And removing that one, the old one was, you don't want to do that. Oh. As you can see, the entire kitchen, the entire house here is a mix between Japan and my grown-up in Sweden. The first floor and one of the bedrooms on the second floor is more of a Scandinavian feel. But Warum zieht man nach Japan, um so einen skandinavischen Flair in sein Haus zu bringen? Damit ziehst du doch nicht nach Japan. I kept one super Japanese room on the second floor. Okay, also den werden wir gleich sehen. Davor würde ich erstmal noch mal gerne wissen, was hier ist. Yeah, okay.
So this used to be a second door. Yeah, but it looks really kind of European, Scandinavian. That gives me really kind of the feeling of that I'm in Europe. It's tiles and there's also like porcelain here. Yeah. Maybe it is made in German. Sehr unnötiger Bereich, oder? Oder hat der auf dem Klo kein Waschbecken? Das wäre auch dumm. Stell dir mal vor, du scheißt so und dann hast du voll viel Scheiße an deinen Händen, gehst so raus, dann musst du erst die Tür aufmachen vom Badezimmer, bevor du deine Hände waschen kannst. Ja, richtig ekelhaft. Bei mir ist das so, wenn ich jetzt so scheiße und ich bekomme so Kacke an meine Hand, dann, wenn es so richtig eklig riecht, dann kann ich einfach direkt waschen. Und dann kann ich nochmal riechen, gucken, ob es weg ist. Aber meistens, wenn du dir in die Scheiße reingefasst hast, musst du voll oft waschen und so und unterm Fingernagel musst du rausholen. Alles mit Seife. Grohe, kind of like toilet paper, that's German. So there are, even though I say it's a Scandinavian inspiration, there's a lot of German elements in here as well. Wir Deutschen, wir haben überall unsere Hände im Spiel, ne? Egal wo wir sind. Ja, lass deine Finger bei dir. Okay, Then here we bathroom. the bathroom. We kept the same floor. This is. Aber warte mal, der zeigt die ganze Zeit das Haus von diesem random-ass-Typen. Kannst du uns nicht irgendwie zeigen, wie man Häuser kauft und so? Irgendwie haben wir das Video jetzt verfehlt. Ah, hier geht's los. Die Frage, die sich viele Leute stellen, ist, wie kauft man hier so ein schönes Haus in Japan? Wie findet man erstmal so ein Akia? So this is not my first Akia. I've been buying and renovating these houses basically since I got here. Musst du denn nicht Japaner sein, um ein Haus dort kaufen zu dürfen? I speak Japanese. I'm integrated in society here, and I'm using very traditional methods. This one, it was listed on the open market. No one wanted to buy it for a long time, and I reached out to a real estate agent, and then I bought it through a real estate agent. What do you think is the key to buy these kind of houses? For example, if a foreigner is watching right now from Germany. If you want to buy an Akia, what's good advice? How does he do it? Because is it just possible for foreigners to buy Akias, for example? Also muss ich jetzt einen Japaner heiraten oder kann ich auch einfach ein Haus nehmen? If they don't live in Japan, is it possible to buy an Akia for them? So anyone, no matter nationality, can buy houses and real estate in Japan. Land, houses, no matter nationality can buy houses in Japan. Akia is very hype right now, and it's incredibly cheap to buy houses in Japan. Not only Akias, I think apartments sometimes can be very cheap. There are many ways to buy these houses, but I think rather than buying a beautiful house, I would think of it as what area are you buying into? So you can see incredibly beautiful Japanese houses online. Hey, guck mal, die Sache ist, es kommt nicht drauf an, was für ein Haus du kaufst, sondern wo du das Haus kaufst, hat der Typ gesagt, ne? Aber das Internet ist doch in ganz Japan besser als in Deutschland, oder? Sollte alles fein sein. Aber ich werde auswandern, Leute. And it's only $10,000 for this beautiful, majestic Japanese house. But that house is located in Aomori, which is hours and hours away from civilization. Ja, aber wie gut ist das Internet dort? Kann ich von irgendeinem Bauern kaufen? And I get it. It's a beautiful house, but just because it's cheap, I wouldn't buy it. I would see it more of as you buy into the community, and if you contribute to that community, more opportunities will arise. Dann würde mich interessieren, speziell in diesem Haus, Nakano Haus, ich glaube, die Leute möchten wissen, wie viel kostet es insgesamt? Wie viel hat es ungefähr gekostet? So this house was about $120,000. $120.000. Kleines Haus, oder? Ich meine, das geht ja fit. Including all the fees. And then renovation was not as much, but renovation cost me a lot of money. And I also spent a lot of hours in here. So what we talked about earlier. Okay, interessant auf jeden Fall. So, warte mal. Warum für den Häuser in Japan so schnell am Wert? Das ist dann wieder der interessante Part. Was passiert? Sagen wir mal, ich kaufe jetzt so ein Haus. Warum verliert das denn an Wert, mein Freund? Can you explain us maybe why that is? Like in Japan, building a house 20 years, 30 years, then demolishing it, new house, all over again. So in Europe and the US, like a house or real estate is normally an investment. You buy an old house, it's an investment. There is not even on the map to demolish it and build something brand new, unless there's a... So, das war eine Investition. Man sagt ja Betongold, ne? Also Häuser und Wohnungen sind in Deutschland und im Westen generell einfach
Investitionen. Die werden immer teurer und teurer, immer mehr wert. Some rich person with some crazy ideas. Yeah. In Japan, old houses are looked upon as, think of it as buying an old car. In 20, 30 years, that car is going to be useless. It decreases in value. It decreases and it depreciates in value. Yeah. So after 20, 30 years, the house has no value anymore, more or less, and is ready to be torn down and build something brand new. Obviously, the climate is different. Germany, Sweden, North America, we have a very dry climate, and there's no termites, there's not as much mold, humidity is less, and no earthquakes. Now we have the Nankai Termiten, Erdbeben und sowas und Schimmel sorgen dafür, dass Häuser weniger wert werden nach der Zeit. the big earthquake that might hit Tokyo, and that's a little scary. So that's something you have to take in consideration if you're buying an old house to renovate here in Japan. Summarizing it, what are the Aber ganz ehrlich, wenn das Haus schon so 50 Jahre da steht, warum soll es beim nächsten Erdbeben kaputt gehen? Das hat doch schon Erdbeben. top 3 differences in Japanese real estate and housing compared? Ich werde nach Japan auswandern. Weißt du Bescheid? Meinst du, ach, ich hole einfach Kredit in Deutschland, dann wollen die machen, mich in Japan jagen? Ihr kriegt mich nicht. Nein, Spaß. Mache ich natürlich nicht. Was machen wir mit einem Haus in Tokio? At the end, for what do you use this house? What's the plan with this Nakano house? This is going to be an Airbnb. It is an Airbnb. I had my first guests checking out this week, actually. Oh. And this house would be a part of a small hotel boutique brand called Japan Houses. So check it out on www.japanhouses.com. And this is the second house. And I've built a little team of people who can help me build these houses. So this fall, I'm challenging myself and I'll try to build. Krass, also der macht einem Airbnbs draus, also der vermietet Häuser, nachdem er die gekauft hat. Crazy, er macht jetzt schon Geld draus und investiert. Der Europäer geht rüber und kauft alles auf, oder was? Will er jetzt, dass es wird wie bei uns? Was soll das? Warum ist er da monetarisiert einfach alles, was in Japan? Junge, das gibt aber nein, Spaß, Mr. Konzil ist natürlich geil, gibt einen Daumen nach oben. Ich wünschte, es gäbe hier automatisch generierte AI-Stimmen auf Deutschland. Aber leider Gottes ist das hier nicht. Der trotzdem ein gutes Video. Sehr gern kommentiert, was ihr denkt. Soll ich nochmal auf Mr. Niepod reagieren oder eher nicht? Ich weiß es nicht. Leider so halb deutsch nur.